Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der israelischen Panzerbesatzung aus der Zeit des Jom-Kippur-Krieges von Mini-A im Maßstab 1:35. Das ganze Thema IDF, was für Israel Defense Forces steht, erfreut sich bei vielen Modellbauern großer Beliebtheit, und da ist es nur sinnvoll und konsequent, dass es eben neben den zahlreichen Fahrzeugbausätzen eben auch passende Figuren gibt. Es gibt zwar schon einige Figurensätze aus Plastik und Resin zu diesem Thema, aber das meiste davon bezieht sich entweder auf den Libanonkrieg im Jahr 1982 oder auf die eben gerade aktuelle Ausrüstung der israelischen Armee, weniger jedoch auf die vorausgegangenen Jahrzehnte. Figurentechnisch sind der Sechstagekrieg von 1967 und der Jom-Kippur-Krieg von 1973 ziemlich unterrepräsentiert, und umso mehr freut es mich, dass sich Mini-Art diesem Thema mit dieser Neuerscheinung angenommen hat. Der Jom-Kippur-Krieg hat seinen Namen vom höchsten jüdischen Feiertag, der 1973 auf den 6. Oktober fiel. Genau an diesem Tag starteten Ägypten und Syrien, später auch unterstützt durch andere Länder, ihren Überraschungsangriff auf die israelischen Stellungen auf der Sinai-Halbinsel und auf den Golanhöhen, was genau zu diesem Zeitpunkt ganz günstig war, denn da waren viele israelische Soldaten eben im Urlaub und konnten nicht sofort in die Kämpfe eingreifen. Nach einigen Anfangserfolgen der Araber konnten die Israelis jedoch nach einigen Tagen zur Gegenoffensive übergehen und die Angreifer an allen Fronten schlagen, bis es dann eben Ende Oktober zu einem Waffenstillstand und später zu Friedensverhandlungen kam. Soviel zum Hintergrund, schauen wir uns jetzt mal den Bausatz näher an. Auf dem Packungsbild können wir gleich sehen, was wir hier bekommen in dem Set, nämlich 4 Figuren, davon sind 3 eben diese Panzersoldaten, 2 davon in eindeutiger Siegerpose, der dritte sieht ziemlich abgekämpft aus und der 4. im Bunde ist ein Panzergeneral. Da ist auch hier der Hinweis interessant, Real Characters hier unten, soll also andeuten, dass sich die Figuren auf tatsächlich existierende Personen beziehen. Bei den 3 hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber den hier kenne ich, und zwar soll das der Ariel Sharon sein, der im Jom-Kippur-Krieg die 143. Panzerdivision befehligt hat auf der Sinai-Halbinsel, und der wurde ja später auch der Ministerpräsident. Zwischen 2001 und 2006 war der sozusagen maßgeblich in Israel. Sollten also viele noch kennen. Da hat sich damals medial ganz gut in Szene gesetzt, würde ich mal sagen. Gibt es auch relativ viele Fotos, wo er auch so einen Kopfverband trägt. Anscheinend wurde er da irgendwie verwundet. Ja, und ganz interessant, der sah damals schon irgendwie uralt aus. Und wenn man dann denkt, Anfang der 2000er war der dann noch aktiv als Politiker. Ja, nicht schlecht. Ja. Auf der Rückseite haben wir dann hier eine rudimentäre Bauanleitung und Bemalungsanleitung, so wie wir das kennen und gewohnt sind. Reicht vollkommen aus. Also gerade der Zusammenbau ist ja eigentlich selbsterklärend. Und für die Bemalung haben wir hier unten noch eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Vallejo, Mr. Color, AK Real Color, Mission Models, Ammo by MiG und Tamiya. Das ist doch eine schöne Auswahl. Damit kann man arbeiten. Ansonsten der Karton, typisch Mini-Art, sehr dünnwandig. Bin ich immer nicht so ein Fan davon. Ja, aber das ist halt so die Standardgröße oder das Standardmaß. Innen drin, der Inhalt ist jetzt nicht so gewaltig. Also da wäre eine kleinere Schachtel auch besser gewesen. Ja, aber es ist wie es ist. Wie gesagt, der Karton ist nicht der stabilste, aber die Teile sind jetzt an und für sich auch nicht so bruchgefährdet. Deswegen ist hier die Art der Verpackung schon okay. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Hier der stehende Panzersoldat, der das Victory-Zeichen macht. Alle Teile hier an dem eigenen Spritzling dran. Finde ich ganz praktisch, kann man auch nichts verwechseln. Die Verbindungspunkte sind relativ dick. Es sind zwar wenige, aber dick, deswegen müssen wir da doch viel versäubern. Ist jetzt auch hier an dem Helm nicht ganz optimal, aber ich denke, das bekommt man hin. Ja, bisschen Fischhaut hier und da.
auch relativ viel Grat, aber das sieht man bei den meisten Plastikfiguren. Deswegen ist es nicht so schlimm. Kann man auch relativ gut entfernen mit dem Skalpell oder ein bisschen Schleifmittel. Also das ist jetzt nicht so das Thema. Ja, das Gesicht, ja, ist okay, aber das sind meine Ansprüche mittlerweile etwas höher. Aber ich denke, mit ein bisschen Farbe wird es dann schon. Die Hände sind auch okay. Hier jetzt das Victory-Zeichen. Ja, wie gesagt, ein bisschen Fischhaut ist dran, aber ansonsten sieht es fein genug aus. Und ansonsten hier so der Faltenwurf der Uniform und so. Das ist okay. Also für eine Plastikfigur auf jeden Fall angemessen. Als nächstes kommt der zweite Panzersoldat an die Reihe, der auch das Victory-Zeichen macht, aber sitzt oder lehnt. Ja. Auch hier das Gesicht lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen verwöhnt, was Resin-Figuren angeht. Aber da fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Und auch, finde ich, könnte da ein bisschen mehr Emotion auch drin sein. Unschön ist hier der Helm. Der ist hier so zweiteilig gefertigt, aus zwei so Hälften mit riesigen Angüssen. Also da muss man viel versäubern, vielleicht auch sogar spachteln. Also das ist nicht so elegant gelöst. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, welchen Standard man 2022 für so Plastikfiguren anlegt. Ich habe schon Besseres gesehen. Als drittes kommt der stehende Panzersoldat an die Reihe. Auch hier haben wir wieder einen Helm, der in zwei Hälften hier so gespritzt wurde. Ja, hier ansonsten so Details an der Uniform, die sind eigentlich ganz okay. Also hier so Gürtel, Knöpfe, Taschen und so weiter. Das passt schon. Ein bisschen so komische Fischhaut hier auf dem Gesicht. Kinn und Augenbrauen sind irgendwie hier so gratig und fischhäutig. Ja. Ja, da kann man relativ viel Arbeit reinstecken beim Versäubern. Aber so an und für sich das Gesicht gefällt mir hier ein bisschen besser, weil der einfach sehr ernst reinblickt. Zu der Pose passt es. Bei den anderen beiden vorher, da hätte noch ein bisschen mehr Emotion reingepackt werden können. Ja, ansonsten übliche Menge an Grat. Sollte bekannt sein. Ja, wie gesagt, das mit dem Helm, das stört mich ein bisschen. Das ist nicht so schön. Aber man kann damit arbeiten. Es ist nur nicht sonderlich elegant gelöst, meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt schauen wir noch den Ariel Sharon an. Da fällt gleich mal auf, dass wir hier zwei Köpfe zur Auswahl haben. Nämlich einmal einen gesunden Ariel und einmal einen verwundeten Ariel. Also das finde ich ganz cool, dass eben auch diese bekannteren Fotos, wo er eben so eine Kopfwunde hat, dass das hier eben auch berücksichtigt wurde. Und ich finde auch die Gesichter passen einfach besser, also sind etwas detaillierter und ja, sehen der echten Person wirklich sehr ähnlich. Also finde ich wirklich sehr gelungen. Ich wünschte, die anderen Köpfe in dem Set wären auch so gut. Weniger schön sind hier die Hände. Das sind mehr so Schwimmflossen, würde ich mal sagen. Ja, auch das Fangglas hätte man ein bisschen feiner darstellen können. Ja, aber ansonsten gibt es ja eigentlich nichts zu jammern. Also das sieht wirklich gut aus. Ich finde es generell ganz interessant, wenn Personen, die wirklich existiert haben oder noch am Leben sind, so als Plastikfigur verfügbar sind.
Man kennt es ja eher so aus dem Kontext des Zweiten Weltkrieges. Es gibt relativ viele Plastikfiguren vom Rommel, aber auch vom Guderian oder vom Manstein. Auch vom Sepp Dietrich gibt es zum Beispiel eine Figur. Aber das war's auch schon. Ich glaube vielleicht noch so ein Montgomery oder ein Eisenhower vielleicht oder ja, ein Patton eventuell. Aber viel mehr gibt's da eigentlich gar nicht. Und ich finde das eigentlich schade, weil ich finde, das hat schon so seinen Reiz irgendwie. Und jetzt gerade bei so einem etwas moderneren Konflikt finde ich das doch bemerkenswert. Also ich glaube nicht, dass es, wenn man jetzt mal als Vergleich zum Beispiel den Vietnamkrieg nimmt, dass es da irgendwie eine Plastikfigur gibt von irgendjemandem, der im Vietnamkrieg irgendwie maßgeblich war. Also zumindest ist mir das nicht bekannt. Finde ich ganz spannend und wie gesagt nett auch, dass hier 2 Köpfe dabei sind. Also da hat man auch ganz gute gestalterische Möglichkeiten. Mini-Art deckt mit dem Figurenset einen für Freunde von israelischen Panzermodellen sehr wichtigen Abschnitt ab. Das Problem ist nur, dass die Figuren qualitativ oder auch detailtechnisch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit sind. Also ich habe auch schon von Mini-Art selber Figuren gesehen, die etwas schöner detailliert sind, vor allem was die Gesichter betrifft. Ich habe aber auch von Mini-Art schon deutlich Schlechteres gesehen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber bei Mini-Art ist es manchmal immer so ein Auf und Ab. Also da gibt es wunderschöne Figurensets und da gibt es auch richtig schlechte. Und es hat nicht unbedingt was mit dem Erscheinungszeitraum zu tun, dass es zum Beispiel ältere Figurensets nicht so gut wären wie neuere oder andersrum, sondern das ist so wild gemischt. Deswegen weiß man da nie so recht, wenn man das kauft und sich vorher nicht mit beschäftigt hat, was man da jetzt eigentlich bekommt. Das finde ich ein bisschen schade. Bei dem Figurenset hier könnten vor allem die Gesichter schöner sein. Also etwas ausdrucksstärker und etwas detaillierter. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass es ein doch ganz brauchbarer Figurensatz ist, mit dem man auf jeden Fall viel anstellen kann. Preislich ist der auch relativ attraktiv. Der kostet hierzulande ungefähr 11 Euro. Das finde ich ist im Rahmen. Also da kann man sich nicht beschweren. Gut, soviel zu dieser Bausatzbesprechung. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und hilfreich. Und bis zum nächsten Video wieder. Euer Hamika Barkas.